Neuseeland? New Zealand, yeah! With a train from New Zealand to Wacken? A train from New Zealand all the way. It's taken nearly 2 months to get here, but Wacken is gonna be a good time. Prost! Ist schon irre, was so die Leute an, ich will nicht sagen Strapazen auf sich nehmen, aber was für Wege die zurücklegen, um hier nach Wacken zu kommen. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Und wo bist du jetzt gekommen? Aus Ludwigshafen. Du siehst noch so relativ frisch aus. Habt ihr gar nicht gefeiert heute Nacht? Doch, ich hatte aber nur 8 Jackie Cola, also von daher. So genießt man den Vormittag. Nachdem wir fertig waren, wurden dann vor der Bühne, kurz vor Einlass, mit dem Bagger der ganze Schlamm weggekratzt auf die Seite. Und da haben sie nochmal Stroh draufgehauen. Wir haben 25 cm Schlamm gehabt. Wir sind mit keinem Auto mehr durch. Wir sind mit keinem Stapler mehr durch. Wir haben Generatoren mit der Hand betankt. Wir haben 14, 16 Stunden lang Kraftstoff in irgendwelche Generatoren gepumpt, damit das überhaupt am Leben bleibt. Ja, das war fast unmenschlich. Das war richtig schlimm. Das war auch das Jahr, wo wir mit den Autos nirgendwo mehr parken konnten. Du konntest nirgendwo irgendwo dein Auto abstellen, weil alles voll mit Schlamm war. 233 Kilo schleppen die da jetzt einmal quer über den Platz. Dann müssen die Jungs und Mädels einmal kräftig anpacken. Das ist echt anstrengend in diesem Modder. Und wenn du den ausgepinnt hast, dann flog der Pin aus dem Tower weg in Schlamm und dann schloss sofort die Oberfläche. Scheiße, Pin suchen. Da sind auf jeden Fall welche verloren gegangen. Da müssen noch welche dort liegen. Die haben wir niemals alle gefunden. Das war so dreckig. War so schlimm. Wir haben zum Beispiel mal Kabel gelegt auf den Boden, dann kam der Schlamm und danach waren sie 20 cm tiefer. Und wenn du dann weißt, dass du 400 Meter ausbuddeln musst und du kannst sie nicht rausziehen, weil sie dann kaputt gehen, sondern mit dem Spaten beigehen musst, das erklär mal deinen Leuten. Die freuen sich richtig, nachdem sie dann irgendwie eine Woche im Schlamm gespielt haben. Da hatten wir auch viele, viele Menschen, die bei uns in der Crew standen und eigentlich nicht mehr kommen wollten. Wir dann aber Glück hatten, dass der Abbau wieder entspannt war, dass sie es dann vielleicht wieder vergessen haben und dann im nächsten Jahr wieder gekommen sind. Das kannst du gar nicht hoch genug aufhängen, wie dankbar Holger und ich da sind, dass die Crew da so hinter uns steht und das dann immer wieder möglich macht, ohne zu mohren und da echt diese Extrameile geht, die nicht selbstverständlich ist. Da haben wir die letzten LKWs draußen quer auf der Straße geladen, immer zum Loch oben raus. Da musste der LKW immer 3 Meter vor uns zurückfahren, dass wir da von der Seite noch laden konnten, weil nirgendwo mehr LKWs hingepasst haben zum Laden. Da sind wir auch länger geblieben, oder? Ja, da waren wir auch länger, 2 Tage. Weil wir einfach nicht weggekommen sind, weil wir einfach nicht rauskamen aus dem Schlamm da. Aber der Harry hat uns ja der sicherheitshalber nicht betreut beim Abbau. Wir waren ja alleine gelassen. Genau, beim Abbau ist der Harry nie da. Ja, da sind wir immer weiß total gar nicht, alleine. wie das weh tut. Nicht nur körperlich tut das weh, auch seelisch weh, weil man da nicht mal betreut wird. Jetzt kommt eine sensible Seite durch. Da ist zum Beispiel unser Manni mit seinem Catering da. Ja. Ja. Da betreut er uns von A bis Z. Bis zum Schluss. Ja, bis dort, wo es weh tut, ist eben auch Manni. Aber bei dir, komm, mach mal hier weiter. I guess you want me to drink a beer, right? This is the best job in the whole fucking world. My friends, thank you for a warm welcome and Prost!
Das war das Schlammjahr 2015. Ob 2016 besser werden würde, das werden wir sehen im nächsten Best of Harry Metal Podcast. Bis dann. Ich lass den hier stehen! Der versteht sich nicht. Jetzt verstehe ich, das war auch ein Norddeutscher, der gesprochen hat. Das lag am Dialekt. Ich, Hessisch.